Es ist soweit. Wir verlassen Mexiko. Der Abschied fällt uns schwer. Kapitel geht zu Ende. Ja, und wir waren ja doch insgesamt etwa 11 Monate in Mexiko, mit letztem Jahr und diesem Jahr. Doch wir sind auch bereit für etwas Neues, selbst wenn das einiges an Spannung mitbringt. ¿Van al sello de migración? Sí, sí. No, vamos a... Hallo und schön, euch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns an einem wunderschönen Ort in Quintana Roo, genauer gesagt an der Lagune Bacalar und nur noch 9 Kilometer Luftlinie von der nächsten Landesgrenze entfernt. Aber auf jeden Fall ist es hier richtig schön mit dem türkisblauen Wasser der Lagune. Wir stehen hier nur ein paar Meter vom Wasser entfernt mit den Palmen. Das ist wirklich traumhaft und unter anderem deshalb fällt es uns auch ein bisschen schwer, uns von hier weg zu bewegen. Wir sind schon ein paar Tage hier, aber dieser schöne Ort ist auch nicht der einzige Grund, wieso wir noch nicht weiter sind. Mit dem Grund, wieso wir immer noch hier sind, ist eben auch die vorhin erwähnte Landesgrenze. Denn es wird auch unsere Landesgrenze. Wir verlassen Mexiko und fahren in ein Land, das wir beide noch nicht besucht hatten. Es ist Neuland für uns und ja, wir waren ja doch schon lange in Mexiko. So vielfältig es auch ist, haben wir uns auch gewöhnt. Und das hier ist jetzt nochmal was komplett Neues. Ich bin entsprechend auch ein bisschen aufgeregt, mehr als sonst, denn auch wenn man sich gut vorbereitet, und das machen wir jetzt eben die letzten Tage, ist beim Grenzbeamten immer noch ein gewisser Spielraum. Also es kommt immer darauf an, wen man so erwischt und von dem her will ich möchte sicher gehen oder wir beide wollen ja sicher gehen, dass wir wenigstens das abfangen, was wir kontrollieren können oder was wenigstens formell so erwartet wird. Also wir wollen uns natürlich die Dokumente schon bereitlegen, aber auch informieren, was wir denn genau brauchen, was wir mitnehmen dürfen, was nicht. Und hinzu kommt noch, dass wir in den nächsten Tagen nicht nur eine Grenze überqueren werden, sondern noch eine zweite. Und dafür müssen wir uns auch vorbereiten. Also das nimmt alles schon ganz schön Zeit in Anspruch. Aber an so einem Ort kann man ja gerne ein bisschen länger hängen bleiben und Vorbereitungen für die Reise treffen. Von dem her, glaube ich, haben wir das schon ganz gut erwischt. Ja, da ist schon jemand fleißig. Ja, ich versuche alle Dokumente zusammenzustellen. Können wir das so zusammen machen kurz, weil ich bin da nicht ganz sicher. Ja, Vier-Augen-Prinzip. Ja. Okay, also was hast du hier? Also wir haben hier mal die Pässe, ganz wichtig. Danach haben wir noch dieses FMM. Das bekommt man jedes Mal, wenn man nach Mexiko einreist. Und das ist richtig wichtig. Für die Ausreise aus Mexiko. Für die Ausreise auch, ja. Und wie uns andere Reisende schon öfter gesagt haben, unbedingt auch mit der Quittung, dass man die Einreise bezahlt hat. Ja. Das wollen Sie ja bei der Ausreise nochmal sehen. Ich glaube, sonst muss man die nochmals bezahlen. Oh. Ja. Okay. Und dann haben wir, und das vermisse ich hier, den Tipp. Das ist der temporäre Import. Permit. Ja. Also für das Auto eigentlich die Erlaubnis, dass man das eigene Fahrzeug hier nach Mexiko reinbringen kann. Und normalerweise ist es hier nicht so laut. Jetzt läuft der Generator, das Flugzeug. Ich glaube, das ist das erste Flugzeug seit sehr langem. Wow. Ah, es ist ein Militärflugzeug. Ja.
Naja, Okay. ist auch Grenzgebiet hier. Ja. Also das Ja. Einzige, was fehlt, ist der Tipp. Okay. Den Ja. solltest du irgendwo Ich glaube, haben. den habe ich bei mir im Schrank, den hole ich. Ja, und dann sind wir eigentlich ready mit den Papieren. Und Geld. Geld. Ja, Es stimmt. braucht noch Geld. Wir müssen irgendwas am Zoll bezahlen und dann noch eine Mautstraße in dem Genau. neuen Land, wo wir hinfahren. Soll man wohl aber auch mit Pesos zahlen können. Ja. Okay, ich hole den Tipp. Wir hatten unseren Van ja als Wohnmobil eingeführt, also gilt der Tipp aktuell noch für insgesamt 10 Jahre. Das ist schon ein großer Vorteil in Mexiko. Aber ja, ich glaube, das ist er jetzt auch. Ja, das müsste stimmen. Und damit wird es auch konkret mit der Ausreise. Es fühlt sich so seltsam an, irgendwie so. Ja, Kapitel geht zu Ende. Ja, und wir waren ja doch insgesamt etwa 11 Monate in Mexiko, mit letztem Jahr und diesem Jahr. Also man weiß dann irgendwie, wie es so läuft, man kann die Leute so ein bisschen besser einschätzen. Und es ist ja so vielfältig, das Land, also an Kultur, Städten, Natur, Tiere. Also gerade hier wieder, da haben wir diesen Tijon gesehen, gerade vorhin. Das ist so Waschbär-Dachs-mäßig. Ich werde es vermissen. Ja, ich auch. Aber Ja. wir müssen langsam weiter, denn die Genau. Zeit läuft. Und, Ja. Wir wollen es ja dieses Jahr mit der Verschiffung in den Süden schaffen, von dem her müssen wir auch was dafür tun. Aber ich freue mich auch. Also man hat ja schon langsam den Drang, auch was Neues zu sehen. ja. Ja. Jetzt haben wir auch alle Dokumente dafür. Neue Länder, die Verschiffung. Wir haben uns schon einiges vorgenommen für 2024. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Neujahrsvorsätze gemacht? Und wie sieht es aus? Seid ihr auf Kurs oder habt ihr die schon verworfen? Es sind ja etwa 2/3 der Neujahrsvorsätze, die es nicht mal über den Januar hinaus schaffen. Aber mit einer Sache bin ich ziemlich gut unterwegs, denn ich behalte immer noch meine Morgenroutine mit AG1 bei. AG1 besteht aus über 70 hochwertigen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Vitaminen, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten, die teilweise aus echten Lebensmitteln gewonnen werden. Und die hohe Bioverfügbarkeit sorgt dafür, dass der Körper möglichst gut darauf zugreifen kann. Ich nehme AG1 bereits seit mehreren Jahren und es ist fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Und es dauert weniger als 1 Minute. Ein Löffel des Pulvers, etwas Wasser, gut durchschütteln und fertig ist es. So starte ich energiegeladen und produktiv in den Tag, denn AG1 beinhaltet unter anderem auch Nährstoffe, die den Energiehaushalt unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Inhaltsstoffe findet ihr unten in der Videobeschreibung und da kommt ihr auch zu einem besonderen Angebot. Wenn ihr ein Abo abschließt, erhält ihr nämlich zusätzlich einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2-Tropfen sowie 5 praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 40 € mit dazu. In der Willkommensbox ist außerdem noch viel mehr drin. Also entscheidet am besten selbst und probiert es über unseren Link drinkag1.com/chirpytravelers. Es gibt außerdem keine Vertragslaufzeit, ihr könnt also jederzeit kündigen oder auch nur pausieren und die Lieferung ist monatlich frei Haus. Nachmittags wird es hier richtig warm, obwohl wir heute ja auch ziemlich starken Wind haben, was ungewöhnlich ist, aber ja, wenn wir schon hier sind und das die letzten Tage immer wieder gemacht haben, müssen wir auch heute ins Wasser rein, denn ja, die Lagune ist wunderbar, nicht wahr? Ja, ist einfach die perfekte Abkühlung. Ich freue mich schon. Ja, und heute geht es nicht nur ins Wasser, sondern, ja, ich sehe es gleich. In Mexiko ist Schwimmweste tragen oft Pflicht. Sind sehr auf Sicherheit bedacht. Aber ich freue mich, denn das heißt, dass wir jetzt gleich Kajak fahren gehen. So schön auf dieser einfach türkisen Lagune. Ich glaube, man sieht das Kajak nicht mal, weil das auch so blau-türkis ist.
wieder auf dem Kajak. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Es ist ewig her, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auf Mallorca oder so. Boah, das ist über 2 Jahre her. Aber ich muss sagen, dieses Mal kriegen wir es besser auf die Reihe. Wir haben bis jetzt noch nicht gestritten. Also Kajak, Kanu, alles diese Sachen, die man zu zweit steuern muss, das testet wirklich unsere Konfliktfähigkeit. Bis jetzt klappt's. Ja. Aber es wird richtig warm, wir sind hier voll an der Sonne. Da müssen wir mal reinhüpfen. Immer schon weiter paddeln da hinten. Ja, ist okay. Wir haben immer am anderen Ufer diese Mangroven gesehen und ich finde das so faszinierende Pflanzen, also wie die da diese Wurzeln ins Wasser schlagen und daraus ihre Nährstoffe ziehen. Und ich dachte ja eigentlich, dass die immer so Brackwasser, also so Süß-Salz gemischt, benötigen. Was ja auch das Faszinierende ist, dass sie aus dem Salzwasser auch die Nährstoffe ziehen können. Aber ja, das hier ist ja gemäß deutscher Terminologie ein See, Spanisch eine Lagune, aber eigentlich sind es zusammengeschlossene Zenoten, die durch einen Unterwasserfluss genährt, gespeist werden. Das soll einer verstehen. Aber die Mangroven aus der Nähe zu sehen, ist cool. Die sind auch so voll bewachsen an den Wurzeln und so. Sieht cool aus. Also ich würde sagen, es ist Zeit für eine Abkühlung. Oh ja. Ab ins Wasser. Ab Wir ins springen Wasser, gleich los. rein. Los, los, los. Woo! Woo! Ah, das tut gut. Treib's ganz schön schnell weg von mir. Ja, Ja. eine ganz schöne Strömung hier. Hoffentlich kommen nicht die Krokodile. Ja, die sind nämlich auch hier. Ja, nicht hier, oder? Doch. Also ich habe noch keine gesehen. Ich behaupte, das ist ein Gerücht. Unglaublich, wie klar das Wasser ist. Ja. Richtig schön blau und verschiedene Blautöne, nicht wahr? Ja, ganz viele. Ja, deshalb nennt man sie auch die Lagune der 7 Farben, oder? Ja, so ist es. Und das Wasser hat eine richtig tolle Temperatur. Ja. Das sieht ja elegant aus. Wie ein Walross. Nee, ein ganz eleganter Seal. Ja. Hier in der Lagune gibt es noch eine Besonderheit und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber es gibt so Formationen, wo sich die Gesteins- oder Kalksedimentablagerungen mit dem, ja irgendwie gibt es da eine Kombination mit dem Stoffwechsel der verschiedenen Mikroorganismen, die hier in der Lagune leben. Und es gibt so Formationen, ich glaube, das hier ist auch eine davon, sieht so ein bisschen aus wie Blumenkohl oder so wird es meistens beschrieben. Sind irgendwie so, ich weiß nicht, so einfach so wie kleine Plateaus im Wasser. Sieht ganz besonders aus. Und es gibt nur wenige Orte auf der Welt, wo sowas überhaupt entstehen kann, wo die Bedingungen dafür gegeben sind. Schöner Ausflug war das, würde ich sagen. Ja. Die Abkühlung war ja das Beste dran. So, aber ich würde sagen, langsam gehen wir auch zurück. Ich krieg langsam echt Hunger. Ich glaube, darum müssen wir uns kümmern. Was essen wäre nicht schlecht. Aha. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit hier paddeln muss. So ein Quatsch. Ich paddle ja die ganze Zeit mit. Aha. Meistens. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Und du? Oh! Das war doch ein gelungener Tag hier an der Lagune. Aber leider auch einer unserer letzten Tage. Oder der letzte.
Ja, vermutlich. wahrscheinlich ja. der letzte Tag hier, nicht nur an der Lagune, sondern in Mexiko. Ja. Neues Kapitel. Ja. Aber ja, War dafür der perfekte Abschluss, würde ich sagen. genau. Wir kochen jetzt was und ich würde sagen, wir sehen uns am Morgen früh. Guten Morgen oder besser gesagt, guten Mittag, denn ja, wir sind mal wieder viel zu spät unterwegs. Haben herumgetrödelt heute Morgen und ja, irgendwie läuft alles immer so lange bei uns, nicht wahr? Ja, obwohl eigentlich hätten wir heute besonders viel zu tun eigentlich. Wir wollen ja heute die Erledigungen machen und den Van aufstocken, bevor es über die Grenze geht. Ja, und wir waschen um 11 Uhr erst gerade mal ab, weil wir haben natürlich auch nicht gestern Abend abgewaschen, denn wenn man lange an einem Ort ist, wo man so ein bisschen mehr sich fallen lässt, dann breitet man sich aus, es gibt mehr aufzuräumen, man wäscht eben... faul. Man wird faul, man wäscht Ja. dann auch nicht am Abend ab und so und ja, darum machen wir das jetzt. Abwasch hier drin aufräumen, draußen auch noch alles zusammenräumen und dann können wir endlich los. Wir sind fast fertig, gehen noch kurz duschen, denn wir wissen nicht, wann die nächste Dusche für uns bereitsteht, also von dem her nutzen wir das gleich aus und dann soll es eigentlich losgehen. Fliegender Wechsel mit Roberto. Ich bin schon fertig mit Duschen. Oh. Und räum schon mal die Sandbleche weg. Lange braucht er ja selten beim Duschen, also wird das wahrscheinlich eine schnelle Sache. Schauen wir kurz ein bisschen vor. So, und da hinten sehe ich schon Roberto. Ah, hat das gut getan. Ja, das glaube ich. Vor allem, die haben ja nur kalte Duschen hier, aber es ist... Perfekte Abkühlung. Ja, Hilfst du mir hier kurz? ja, komm gleich. Es war schon wirklich ein schöner Platz, aber es ist halt Zeit, weiterzufahren. Jetzt fahren wir noch mal 2 Minuten durch den Dschungel und dann sind wir auch schon fast in der nächsten größeren Stadt. Die ist eigentlich ganz nah und trotzdem ist man so mitten im Dschungel. Ja, und da gehen wir als erstes mal Gas füllen. Hier füllen Sie Butan. Wir haben die Angaben für Propan mit Gewicht und hier wollen Sie nämlich nur mit Litern, arbeiten Sie mit Litern. Ja, wir haben immer Angst, dass Sie die Flasche überfüllen. Darum haben wir gesagt, die sollen einfach mal alles rauslassen, was drin ist. Und dann halt voll machen. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht. 1 litro 300 por kilo viene siendo. 1 litro 300. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es alles gut verlaufen. Wenn nicht, ja, dann Ja, lest es in der Zeitung. wenn keine Videos mehr kommen, merkt es dann. Gracias, hasta luego. War wieder mal abenteuerlich. Aber Sie hatten sehr viel Geduld, um das mit uns auszurechnen. Die Flasche ist ein bisschen leicht, meintest du, oder? Also, Ja, es ist nicht voll wahrscheinlich, aber ist auch Ja. okay. Also für die nächsten paar Monate sollte das reichen. und lieber weniger drin als zu viel, würde ich sagen. Und wir haben jetzt, haben wir etwa 8 Liter getankt, 8 Liter waren es und wir haben 75 Pesos, das sind etwa 3 Euro. 3, 4 ungefähr. Euro. Ja, voll gut. Also passt das schon. Und- Und Sie wollten noch ein Foto mit uns machen. Ja, das war so witzig. Einmal mit dem Auto und einmal vor dem Logo. Ja, gut. Vielleicht Ja. haben wir ja 2 neue Follower, wer weiß. Oder 3. Gut, Wasser, Wasser füllen. genau. Bei dieser Purificadora haben wir schon mal Wasser aufgefüllt, also wissen wir, dass das gut klappt hier. Hier können wir nämlich auch mit dem Schlauch direkt in den Tank das Wasser füllen, anstatt hier diese großen Garrafones umzuleeren. Das heißt, wir können auch filtern, denn
Manchmal gibt es so einen Chlorgeschmack trotzdem, auch beim purifizierten Wasser, also im Trinkwasser. Und da filtern wir trotzdem gerne, einfach um noch ein leckeres Wasser zu haben. Und falsch machen kann man damit definitiv hier nichts. 5 Liter hatten wir etwa noch. Okay. Ja, 40 rein und dann sind wir voll. Super. Geht eh schnell. Ja. Und der hatte ich auch gleich erkannt, Ja, oder? ja, ja. Er meinte so, ja, wieso seid ihr immer noch hier? Ich dachte, ich wollte ins nächste Land. Ja, wieso sind wir immer noch hier? Andere schaffen es wieder schneller als wir. Naja, Aber ja, wir nähern uns dem Ziel. genau. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Das ging jetzt wesentlich schneller als Gas auffüllen. Und Und unkomplizierter. unkomplizierter. Ja. Ja, wir haben jetzt für diese 40 Liter haben wir 24 Pesos bezahlt. Das ist umgerechnet 1 Euro. Passt so. Und damit kommen wir etwa 5-6 Tage durch. Ja, Ohne Duschen natürlich, aber überbewertet. genau. Und wir haben heute geduscht, also Das reicht für 3 Wochen. hallo. Jetzt noch einkaufen und dann sind wir fertig für heute wahrscheinlich. Ja, ich bin ziemlich durch. Oder? Ja. Und die Grenze, die machen wir dann morgen, weil es ist viel zu spät. Ja. Ja. Guten Morgen und kurzer Reality-Check. Es sind eben doch nicht immer nur die traumhaften Plätze, sondern eben auch mal sowas hier, ein grauer Parkplatz. Aber ja, ist halt praktisch gelegen. Wir haben auch gestern alle Erledigungen noch fertig bekommen und sind ready to go. Der Van ist fertig, wir auch. Und es sind gerade mal, was sind es, 10 Minuten? 10 Minuten, Viertelstunde zur Grenze. Ja, also wirklich nicht weit. Und wir fahren einfach gleich mal los. ¿Van al sello de migración? Sí, 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 sí. No, vamos a Belice. Sí, ese es el... Ahorita. y este es el banjercito. Y los pasaportes también. Ok, pásenme el Bosbo. Bien. Was sind Grenzen doch jedes Mal für eine Prozedur? Obwohl diese eigentlich schon ziemlich entspannt war. Ich glaube, es kann definitiv schlimmer sein. Ja. Also wir haben da den FMM abgegeben, das ist ja das Formular mit den Einreiseinfos, zusammen mit der Quittung, ganz wichtig. Dann hat sie einen Stempel in unseren Pass reingetan, den FMM hat sie behalten, also diese Formulare. Und dann war es das eigentlich schon. Also dann war es auf einmal so total easy und schnell voll und entspannt. einfach. Und dann sind wir eigentlich zur nächsten Grenze gefahren. Und von da an... War es eigentlich auch relativ unkompliziert. Also Ja. da bei der belisischen Seite ist alles in einem Gebäude, das macht es auch einfacher. Wir sind erst als Personen eingereist, dann haben wir den Temporary Import Permit für Belize, für das Fahrzeug, genau. Ich weiß jetzt nicht welches von beidem, aber wir haben... Wir mussten 30 belizische Dollar bezahlen, das Ja. sind umgerechnet etwa 15 Euro. Ja. Und danach wollten wir eigentlich schon ins Land einreisen, aber die meinten dann so, ja, aber ihr habt das Fahrzeug nicht desinfizieren lassen. Obwohl wir waren da bei dieser Stelle und da war halt einfach kein Mensch, also sind wir weitergefahren. Aber die meinten dann, okay, wir müssen nochmal zurückfahren. Also sind wir nochmal zwischen die beiden Grenzen in so ein komisches Zelt reingefahren, da hat dann irgendwas runtergenieselt. Weniger als überhaupt was Ja. ist da runtergekommen. Keine Ahnung, aber ja. wahrscheinlich hat das schon irgendwas gebracht, dass wir da nichts einschleppen, was wir nicht sollen. Ja, dann, das hat nochmal 120 Pesos gekostet, Genau, oder? das sind umgerechnet etwa 6 Euro. Ja, Und dann konnten wir eigentlich, ja, über die Grenze ja, haben da einfach nochmal die Dokumente gezeigt und nach der Grenze mussten wir eine Versicherung abschließen, denn hier in Belize ist es notwendig, eine Autoversicherung zu haben. Ja, der meinte dann gleich, woher kommt ihr, was macht ihr, und wollte unbedingt einen Sticker auf die Windschutzscheibe, also auf das Glas vom Schalter, ja, haben. Da waren auch schon ganz viele Sticker von Genau. anderen Reisenden, die wir auch getroffen haben teilweise, das war schon witzig. Ja, und da haben wir auf jeden Fall nochmal, wie viel waren es? 52 belisische Dollar pro Woche bezahlt. Genau. Grundsätzlich haben wir ein Visum und auch Tipp für einen Monat für Belize. Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir hier sind, weil es ist so schwierig, das einzuschätzen.
Aber auf jeden Fall, also der erste Eindruck von Belize, ja, richtig schön. Die bunten Häuser. Ja. Und es macht richtig Bock, da jetzt einzutauchen. Ja. Also ich freue mich. Für heute sind wir aber auf jeden Fall mal angekommen. Wir befinden uns gerade in Belize City und direkt am Meer. Wahrscheinlich ist es darum so windig. Aber ja, heute machen wir nicht mehr allzu viel. Wir wollen uns jetzt erstmal sammeln. Noch mal ein bisschen gucken, was wir hier machen. Wir haben nämlich unterwegs schon wieder neue Empfehlungen bekommen. Also müssen wir das irgendwie einordnen. Ja, und weiter geht's dann im nächsten Video. Also wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei sein möchtet. Wir freuen uns umso mehr, wenn ihr auch ein Abo abschließt und die Glocke die Glocke drückt, ja, aktiviert, denn dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und ja, dann hoffen wir sehr, dass wir euch im nächsten Video wieder sehen. Bis dann. See you. See ya. Wow.